Ein ganz normaler Lippenstift. Kann man aus der Hülse eine Patrone machen? Ist es deswegen ein Dual-Use-Gut? Wird ein Kugellager zum Rüstungsgut, wenn es in einem Panzer verbaut wird? Tja, heute kommen wir zu dem spannendsten, aber auch am häufigsten missverstandenen Thema der Exportkontrolle. Sind meine Güter Rüstungs- oder Dual-Use-Güter? Mit einer glasklaren Unterteilung bringen wir heute Licht ins Dunkel. Und ich verspreche euch, wer das einmal verstanden hat, ist ein großes Stück weiter. Mir ist das echt ein großes Anliegen. Deswegen schreibt mir gern eure Fragen in die Kommentare. Schneller rechtlicher Hinweis. Wir geben hier ausschließlich Tipps. Dies ist keine Rechtsberatung. Und einige Elemente wurden mit KI erstellt. Das Herzstück der Exportkontrolle ist die sogenannte Güterklassifizierung. Diese ist auch die dritte Frage der 4 Fragen der Exportkontrolle. Welche Güter möchte ich ausführen? Jeder Exporteur muss prüfen, sind meine Güter im Anhang 1 der Dual-Use-Verordnung oder dem Teil 1 der deutschen Ausfuhrliste gelistet. Klingt doch eigentlich ganz einfach, oder? Wie man das macht, schauen wir uns jetzt an. Rüstungsgüter. Wenn mein Gut eine Waffe oder Munition ist, ist es relativ einfach und im Unternehmen klar. Jeder, der Munition oder Waffen produziert oder damit handelt, weiß, dass er der Rüstungsexportkontrolle unterliegt. Rüstungsmaterialien. Schwierigkeiten bereiten alle Rüstungsmaterialien, also alles, was nicht Waffe oder Munition ist, aber trotzdem ein Rüstungsgut. Im Prinzip kann das nämlich jedes Gut sein, aber nur dann, wenn es für militärische Zwecke besonders konstruiert oder verändert wurde. So kann auch aus einem Massenprodukt ein Rüstungsgut werden. Zum Beispiel, ein Skianzug bekommt ein Näher mit kugelsicheren Einlagen für Soldaten in den Bergen. Wird aus meinem Standardkugellager, das zum Beispiel in Skateboards verbaut wird, ein Rüstungsgut, wenn das Kugellager unverändert vom Militär bestellt und in einem Panzer verbaut wird. So, und jetzt gut zuhören. Ganz wichtig. Weder der Empfänger noch die Verwendung machen ein bestimmtes Gut zum Rüstungsgut. Rüstungsmaterialien sind dadurch gekennzeichnet, dass sie speziell für militärische Zwecke entwickelt oder verändert worden sind. Punkt. Also, ein Standardkugellager bleibt ein Standardkugellager und ist kein Rüstungsgut, egal wo es verbaut wird. Ist mein Gut keine Waffe, keine Munition und kein Rüstungsmaterial, dann ist es ein ziviles Gut. Aber ist es auch ein Dual-Use-Gut? Also ein Gut, das auch zu militärischen Zwecken verwendet werden kann? Wenn ihr euch eine Sache von diesem Video merkt, dann bitte diese. Na gut, nochmal gut zuhören. Ein ziviles Gut ist nur dann ein Dual-Use-Gut, wenn es technische Parameter aufweist, die im Anhang 1 der Dual-Use-Verordnung beschrieben stehen. Und nur dann. Es ist wirklich nur ein technischer Abgleich von den Eigenschaften eures Guts mit einer Liste. Vor dem Hintergrund schauen wir uns nochmal das Lippenstiftbeispiel an und räumen damit ein für alle Mal auf. Ist die Lippenstifthülse ein Dual-Use-Gut, weil man daraus Munition machen könnte? Was muss ich tun? Ich schaue in Anhang 1 der Dual-Use-Verordnung und prüfe, ob eine Plastik oder bei den hochwertigeren Lippenstiften vielleicht eine Aluminiumhülse mit einem Durchmesser, sodass auch ein Lippenstift reinpasst, aufgeführt wird. Im Anhang 1 finden sich zwar Aluminium- oder Titanrohre, allerdings mit ganz besonderen Legierungen und nur mit viel größerem Durchmesser. 75 mm und größer, da passt vielleicht ein Elefantenlippenstift rein. Also, eine Lippenstifthülse in entsprechender Größe und Material ist Stand heute kein Dual-Use-Gut und ich bezweifle, dass sie es jemals sein wird. Es zählt einzig der Abgleich mit Anhang 1. Und wichtig ist zu wissen, Anhang 1 enthält knapp 2000 Beschreibungen von ausschließlich Hightech-Produkten. Wer das verinnerlicht hat, darf sich freuen. Denn jetzt wird alles viel einfacher.
Ich muss nur meine Hightech-Produkte mit den technischen Beschreibungen in Anhang 1 abgleichen. Und das macht man ja nicht allein, sondern in Zusammenarbeit mit den Experten, die das jeweilige Produkt entwickelt haben. Und für alle Handelswaren frage ich beim Hersteller nach, am besten noch vor dem Einkauf. Und was, wenn doch? Habe ich Güter mit den beschriebenen Eigenschaften in meinem Warenstamm, kennzeichne ich diese als Dual-Use-Güter. Will ich diese Güter ausführen, lande ich jetzt in der Exportkontrolle, weil Dual-Use-Güter bei der Ausfuhr nach Artikel 3 Absatz 1 der Dual-Use-Verordnung genehmigungspflichtig sind. Aber ist es jetzt wirklich total egal, für was sie verwendet werden? Gute Frage. Bei der Frage, ob es sich um ein Rüstungs- oder Dual-Use-Gut handelt, ja. Bei allen nicht gelisteten Gütern muss ich aber prüfen, ob sie aufgrund der mir bekannten Verwendung genehmigungspflichtig sind. Genau das ist der letzte Schritt der 4 Fragen zur Exportkontrolle und die schauen wir uns im nächsten Video an. Und bitte schreibt mir in den Kommentaren, ob euch das jetzt weitergeholfen hat oder welche Fragen ihr noch habt.